Hallo! Hallo! Wir sind Pischanti und Ahoi. Ich bin Philipp und das ist Diana und Fuzzi, unser super Hund. ja, das ist unsere kleine Küche. 2 Gasflammenherd reicht völlig. Kleiner Kühlschrank und ein bisschen Storage. Hier haben wir noch die Spülgeschichte eingebaut mit so einem Klappding, das findet man ganz schön. Wir haben ganz viel von dem hässlichen Holz des Wohnmobils ausgetauscht gegen Holz, was wir selbst schön finden. Und dazu gehören eben auch diese alten, schrubbeligen Platten. Also wir leben jetzt so ungefähr seit knapp 4 Jahren schon im Camper und das ist eigentlich passiert. Also manchmal wundern wir uns und sitzen hier auch und sagen, was ist passiert, dass wir jetzt seit 4 Jahren schon hier leben. Es fing eigentlich an, wir hatten ein Café in Düsseldorf 6 Jahre. Und das war auch eine ganz tolle Zeit. Es war aber die richtige Zeit, es aufzumachen und auch die richtige Zeit, es zu schließen. Also wir waren eigentlich nur daran, alle Steuern zu bezahlen und Rechnungen zu bezahlen. Und ich hatte immer Kopfschmerzen oder mir ging es nicht gut. Philipp war grantig und vergrätzt. Und dann haben wir den Laden verkauft und haben gesagt, okay, jetzt fahren wir mal ein halbes Jahr los. Hatten keine Ahnung von Wohnmobilen, haben einfach nur eins gesucht, wo wir aufrecht stehen und schlafen können. Und haben dieses wunderschöne Zuhause gefunden. Genau, und dann sind wir erst mal ein halbes Jahr los. Europa war, ne, also ich war noch nie in Portugal. Wir sind nach Frankreich, Spanien, Portugal, Spanien, Italien und wollten dann eigentlich nach Sardinien, weil Fuzzi daherkommt. Und dann war aber wir hatten nicht mehr so viel Kohle und dann war Ferienzeit und dann sind wir wieder zurück nach Portugal gefahren. Wir wohnen hier gerne, weil das mit der Miete, mit den laufenden Kosten, natürlich haben wir auch in einem Wohnmobil laufende Kosten, aber sie sind für uns leichter zu überschauen und unser Anspruch an das, was wir brauchen zum Leben, hat sich auf dieses Wohnmobil so verkleinert, dass wir gemerkt haben, ach, das brauchen wir. Und der tägliche Benefit ist, du bist an einem anderen Ort, entdeckst neu und hast jeden Tag neuen Input, um Ruhe und Konzentration zu finden, dich auch selbst zu finden. Allerdings war das auch natürlich ein Lernprozess, ne? Also wir waren ja hier und das war der Sommer unseres Lebens. Wir waren alle halbnackt am Strand und haben Frisbee gespielt und das war wirklich wunderschön. Wir waren auf einem Permakulturhof und der Ausgleich zu Essen, Gesprächen, Arbeit war einfach so fantastisch. Und dann sind wir abends an den Stausee, das weiß ich noch, der war feuerrot vom Sonnenuntergang und wir haben gesagt, wir sind wirklich gesegnet. Und dieses Gefühl, das kannten wir vorher einfach nicht. Haben aber dann gesagt, naja, aber das ist ja nicht das normale Leben, so kann man ja nicht leben und sind dann auch wirklich für ein Jahr nochmal zurück und haben gesehen, das ging alles. Ne? Es war außerordentlich langweilig. Ja. Weil wenn du dich nicht dumm anstellst, kannst du im deutschen System eigentlich nicht durchs Netz fallen. Das haben wir dann versucht und es hat auch geklappt. Natürlich musst du Teile von dir weggeben, damit du das alles bekommst. Wie gesagt, es war dann irgendwann uns zu langweilig. Und uns hat der Thrill gefehlt, dass nachts einer klopfen könnte. Oder dass die Karre dir unterm Arsch zusammenbricht. Oder dass du naja, einfach auch in der Natur bist. Ne? Also wir brauchen die Ruhe, wir kommen beide aus einer großen Stadt, wir waren beide viel in der Gastronomie unterwegs und wir haben gemerkt, dass das auf jeden Fall was ist, was uns nicht unsere Glückseligkeit gibt und auch das Geld nicht auf einer Stufe mit Glückseligkeit steht. Ja, das ist unser toller Ofen. Jetzt leider nicht in Action, weil wir in Portugal halt jetzt im Moment so schönes warmes Wetter haben. Den haben wir jetzt letztens eingebaut und der schafft die Wärme, die man braucht, wenn man abends im Dunkeln sitzt. Ist ganz einfach selbst einzubauen, bestellt man Internet und piff paff. Ein Loch ins Wohnmobil bohren ist immer schrecklich, aber wir haben uns überwunden, es lohnt sich. Ist eine ganz tolle Lebensqualität. Das ist nämlich so wunderbar. Da hat man nämlich noch hier eine zusätzliche Platte und kann schön sein Teewasser aufkochen. Ach, ein Träumchen. Ach, das macht uns ganz glücklich. Ein Holzofen. Ja, das ist unser Wohnzimmer. Wir sind ganz froh, so viel Platz zu haben, auch um Freunde einzuladen und zusammen zu sitzen.
Der Tisch ist auf, das war mal dieses hässliche Holz von dem Wohnmobil, haben wir ausgetauscht, das ist eine Ziegenstalltür. Passt ganz gut, passt schön rein. Wir waren in Cap-Breton in Frankreich und dort gibt es einen sehr schönen Stellplatz und auch einen sehr schönen Strand. Und immer sind wir dahin, weil das ist von Deutschland so der erste Punkt, wo du ans Meer kommst. Und wir als Inländer sind dann immer ganz euphorisiert und kamen an den Strand und das Meer rauschte und Fuzzi freute sich. Ja, und wir sind bis zu den Knöcheln im Plastikmüll gelaufen. Wirklich erschreckend. Und zuerst war das einfach nur Müll und wir waren erschrocken, aber ich fand eine kleine Plastikkamera aus Spielzeug. Und das war für uns dann so, also wenn so Zeug hier drin liegt in diesem ganzen Müll, da muss es noch andere tolle Sachen geben. Und so hat sich das nach und nach entwickelt, bis wir dann wirklich gemerkt haben, erstens macht es irre Spaß, da herumzusuchen und zweitens macht es irre Spaß, einen Beutel mitzunehmen und den da hinzustellen und zu wissen, ich habe jetzt das ist nur 1 Kilo Plastik vielleicht am Tag. Und das Mikroplastik ist so klein, das kann man nicht. Also das kannst du einfach nicht aufnehmen. Und das ist letztendlich das Schlimme für die Fische und für die Vögel, die fressen das. Und dann essen wir später alle Sushi mit Plastikstücken. Diese 3 Sachen könnte man zum Beispiel verarbeiten. Also hier mache ich zum Beispiel eine Vase draus. Oder da finde ich vielleicht mit Glück einen Deckel, der passt. Schneide es halt auf, fülle es mit Erde und dann mache ich eine Sukkulente rein, vielleicht ein schönes Treibholz dahinter und dann kann man sich das schön aufhängen. Im Grunde genommen erst für uns gemacht. Ja. Um uns zu beschäftigen. Absolut. Nur dann entstehen Massen, weil es so viel Müll gibt und wir so viel am Strand unterwegs sind. Dann hast du hier irgendwann 30 schöne Skulpturen oder Teile und dann denkst du natürlich, wie vermarkte ich das? Ja, das ist so eine Flamme, die irgendwie lodert. Also mittlerweile lieben wir wirklich das, was wir tun. Ne? Es verbindet vieles. Wir gehen mit Fuzzi manchmal über 10 Kilometer und danach sitzen wir hier und dann machen wir uns einen Kaffee und dann packen wir alles aus und dann ist es hier wirklich eine Riesenwerkstatt. Ja. Und dann erfreuen wir uns der Dinge, die wir produzieren und sind danach irgendwie echt happy. Ich hatte nur das gefunden, ne, und dann passte das komischerweise. Das Loch habe ich ein bisschen größer gemacht, dann konnte ich es gut draufsetzen. Das hält auch echt eine Menge aus. Das zum Beispiel oft sind Handschuhe von Fischern. Also die finden wir ganz oft, habe ich letztens in Blau gefunden, da war ich sehr glücklich, weil das ist ganz selten. Also wir finden sie eigentlich eher in der Farbe. Und ja, das kann man sich dann schön hinhängen für eine Jacke oder so. Und wir leben besser eigentlich als je zuvor, ne, weil man einfach reduzierter lebt, bewusster lebt. Wie jetzt zum Beispiel die Investition mit dem Ofen, da haben wir jetzt 3 Jahre drauf gewartet und jetzt ist er da und dann freut man sich einfach auch ewig. Also es ist nicht so, dass ich jetzt bei Amazon bestelle und am nächsten Tag muss ich dieses Gefühl wieder nachproduzieren, sondern das bleibt einfach jetzt eine Weile und das mögen wir. Also deswegen auch das große Glück, mal kleine Dinge. Oft ist es einfach nicht, für uns zumindest nicht, der goldene Mercedes oder so. Uns geht das Herz auf, wenn wir nette Leute treffen, wenn sich ergibt, dass man da auf einmal sitzt mit fremden Leuten aus aller möglichen Ländern und man musiziert oder unterhält sich ganz toll, hat neuen Input. Ja. Ist schon sehr schön. Das ist wirklich das, was das Leben für uns lebenswert macht. Ja, das ist unser wunderschönes Badezimmer. Eine Toilette haben wir nicht mehr, die haben wir rausgeschmissen, aber wir duschen. Und das ist, ich glaube, ohne Dusche könnte ich es auch nicht. Also wir haben den Boiler hier, ne, und das wird richtig heiß, also manchmal auch schon zu heiß. Und vom Platz her, das ist unser wunderschöner Duschvorhang. Mehr zeige ich auch nicht, weil es nicht aufgeräumt ist. Aber ja, und das ist ganz toll. Dann kann man die Dusche hier oben reinstecken und dann hat man wirklich genug Platz, um sich die Haare zu waschen. Und ja, die liebe ich sehr, die Dusche. Also ich glaube, ohne Dusche, das sind jetzt knapp 4 Jahre, die wir hier drin leben. Und das könnte ich nicht. Also das ist schon ein Luxus, den ich brauche, wenn man davon Luxus sprechen kann. Natürlich kannst du es schaffen, in Portugal dich über Wasser zu halten. Wir haben aber auch gesehen, dass wir unsere Familien auch gerne sehen. Und 3 Monate im Jahr versuchen wir dann nach Deutschland zu kommen, machen einen Job, um Geld zu verdienen, aber auch um etwas Neues zu lernen oder eine neue Leidenschaft zu entdecken. Und dann besuchen wir natürlich unsere Familie und Freunde. Die wollen wir nicht missen.
Die sehen uns dann halt nur einmal im Jahr, aber dann ist das sehr intensiv. Und dafür brauchen wir auch dann die Zeit. Aber mit den Jobs ist es ähnlich. Also man kann sich jetzt, also es gab eine Zeit zum Beispiel, da war ich noch nicht so in diesem, das wird schon alles werden. Ne? Also da war ich auch noch sehr, ja, aber jetzt haben wir nur noch so und so viel Geld und das reicht noch bis da und um Gottes Willen und was machen wir denn? Ne? Ganz am Anfang war das. Und das ist eigentlich so für mich die Essenz nach diesen 4 Jahren, dass ich diese Angst komplett verloren habe. Also wir kommen nie an den Punkt, wo man denkt, um Gottes Willen und wie sollen wir denn und so und dieses, aber ich muss das tun. Es gibt für alles und immer und jederzeit eine Alternative. Ne, also man erkennt dann irgendwie vielleicht einen Gemütszustand, in dem fühlt man sich nicht wohl und dann erkennen wir das, reflektieren das, sprechen darüber und dann ändern wir das auch. Also es muss nichts, gar nichts. Das ist unser wunderbares Bett. Wir sind ja beide so lange Lappen, also beide also ich 1,86, du glaube ich 1,97 oder so. Also für uns war es wirklich schwer, ein Auto zu finden, wo wir auch wirklich ausgestreckt drin schlafen. Und das ist wirklich praktisch. Das kann man einfach hier so runterziehen. So, und dann gibt es hier noch so ein Brett, was man ausklappen kann. Und dann haben wir halt 1,40 mal, ich glaube, 2,20 Liegefläche. Ne, und wir haben hier nach oben ganz gut Platz. Das ist schon wirklich ganz schön. Vor 5 Jahren war einiges viel, viel einfacher. Das Stehen direkt am Meer, keiner hat was gesagt. Und durch die Masse, und Portugal lebt natürlich auch davon, ne, Portugal bei Van, immer mehr kommen. Und die haben keine Toiletten und scheißen dann natürlich auch überall hin. Und das ist kein schönes Bild. Wobei ich dazu sagen muss, es sind aber auch nicht nur die Camper, aber das ist dann Hanebüchen zu diskutieren, wer ist was. Dieses Toilettenproblem, da gilt es einfach mal vielleicht ein Bewusstsein zu schaffen. Der Touri, der 2 Wochen kommt, hier 10 Tage in dem Camper lebt, den er sich mietet. Freiheit. Klar, der denkt sich auch, ich gehe da einfach nur hin, dass er der 30.000. ist, der in diesem Sommer hier stand und in diese Düne gegangen ist und dahin gemacht hat, das weiß er nicht. Deshalb braucht es, glaube ich, will das auch von den Van-Vermietern vielleicht mal so eine Ansage, hey Leute, hier ist übrigens der pinke Spaten und hier sind die pinken Papiertüten. Da macht ihr das ist ja nicht so schwierig, weil so kann es nicht gehen. Anstrengend ist natürlich Wäsche waschen, abwaschen, auf die Toilette gehen, Auto reparieren. Natürlich, aber jetzt gehst du nach Hause in deine Wohnung, was findest du denn da doof? Ja, meine Nachbarn klopfen die ganze Nacht, ich muss immer die Fenster putzen, mein Vermieter erhöht die Miete. Und ich habe 1.000 Euro Nebenkosten. Und ich habe 1.000 Euro Nebenkosten, die Bude ist immer noch kalt. Also dann kann ich sagen, Vanlife, go for it. Die unschönen Dinge sind überall. Wir sagen immer, es ist immer ein Ausgleich. Nirgendwo scheint immer die Sonne und ist immer Schatten. Das gehört beides zusammen. Und wir müssen auch damit leben, dass es uns manchmal vielleicht nicht so gut geht oder dass es regnet oder dass irgendwas kaputt geht. Dafür guckt euch um. Ja. Alles, was am Vanlife sackt oder doof ist, wird doch eigentlich durch die vielen schönen Momente aufgehoben. Und wenn das nicht passiert, wenn du immer noch morgens sagst, ich habe keine Toilette, dann ist Vanlife auch nichts für dich. Wenn du aber sagst, na gut, ab in die Düne, was schellt's, dann geht das alles. Ja. Also natürlich denken wir an später und wir glauben, dass mit dem Lebensstil, den wir jetzt haben, mit dem Verringern und Verkleinern, uns die Enttäuschung erspart wird, irgendwann im Alter da zu sitzen und sagen, ach hätte ich doch, ach würde ich doch. Wir haben diese Wünsche nicht. Wir wollen keinen Pool, wir wollen kein Mercedes, wir wollen kein Haus. Wir wollen leben und glücklich sein. Und ob es in diesem Ding ist oder dann in einem Tiny Little House, es wird immer alternativ sein. Darüber waren wir uns jetzt mal bewusst. Wir werden immer alternativ leben. Wir kennen genug Leute, die haben Rente und die gehen trotzdem knattern. Und dann zu sagen, ja, aber das macht man dann irgendwie vielleicht, wenn man alt ist, man macht es dann nicht mehr, weil man gar nicht mehr weiß, wie es geht. Ne? Oder man hat die Energie nicht mehr oder auch gar nicht die Motivation dafür. Und wir haben nur das eine Leben. Ne? Und Rente, ob wir das Rentenalter überhaupt erreichen, dafür sollen wir jetzt unser Leben lang dahin arbeiten, dass wir am Ende vielleicht 100 Euro mehr in der Rentenkasse haben. Dann eher nicht. Hasswort des Tages: Vorsorge.